Willkommen im Tartaria Channel. Heute präsentieren wir euch ein YouTube-Fund, das wir euch nicht vorenthalten möchten. Es ist eine interessante Hypothese, aber schaut selbst. Schreibe einen Kommentar dazu und wenn du nicht in Zukunft etwas verpassen möchtest, lass ein Abo und ein Like da. Wir haben es übersetzt und daraus eine deutsche Version erstellt. So, genug geredet, lass uns beginnen.
Siehe, es stand ein Baum mitten im Lande, der war sehr hoch, und er wurde groß und mächtig, und seine Höhe reichte bis an den Himmel, und er breitete sich aus bis ans Ende der ganzen Erde. Seine Äste waren schön und trugen viel Früchte, davon hatten alle zu essen. Alle Tiere auf dem Felde fanden Schatten unter ihm, und die Vögel unter dem Himmel saßen auf seinen Ästen, und alles Fleisch nährte sich von ihm. Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bette, und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab. Der rief überlaut und sprach: Haut den Baum um und behaut ihm die Äste und streibt ihm das Laub ab und zerstreut seine Früchte, dass die Tiere, so unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliegen. Doch lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde stehen. Er aber soll in den eisernen und erhellenden Ketten auf dem Felde, im Grase und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, und sie sollen sich weiden mit den Tieren von den Kräutern der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein viehisches Herz ihm gegeben werden, bis das 7 Zeiten über ihm sind. Es waren Riesen auf der Erde, in jenen Tagen auch danach, als die Söhne Gottes sich den Menschentöchtern nahmen, und sie gebaren ihnen Kinder, dieselben mächtigen Männer wurden und diese wieder berühmte Männer hatten. Der Schöpfer machte uns am 2. Tag, den Tag, an dem er den Himmel schuf. Wir wachten über Adam und Eva. Wir sahen ihre Schwäche und ihre Liebe. Dann sahen wir ihren Sündenfall und wir hatten Mitleid. Damals waren wir nicht aus Stein, sondern aus Licht. Wir waren nicht dazu bestimmt einzugreifen. Dennoch entschlossen wir uns, der Menschheit zu helfen. Und als wir dem Schöpfer nicht gehorchten, bestrafte er uns. Wir wurden von eurer Welt überkostet. Fels und Schlamm umschlossen unseren feurigen Glanz.
Kapitel 7. Und alle anderen zusammen mit ihnen nahmen sich Frauen, jeder wählte sich eine aus, und sie begannen zu ihnen zu gehen und sich mit ihnen zu vereinigen, und sie wurden schwanger, und sie gebaren große Riesen, deren Höhe waren 3000 Ellen, die Errungenschaft der Menschen verzehrten, und als die Menschen sie nicht mehr ernähren konnten, wandten sich die Riesen gegen sie und verschlangen die Menschheit. Es gibt ein verbotenes Buch, seit Jahrhunderten verloren, das gefallene Engel, blutrünstige Riesen und eine Warnung an die ganze Menschheit beinhaltet. Es ist eine uralte Schrift, voller göttlicher Geheimnisse und Visionen einer Reise durch den Himmel und die Hölle, geführt von den Engel Uriel. Das Buch Henoch ist nach dem Mann benannt, von dem die Bibel sagt, dass er mit Gott ging. Henoch ging nach der Geburt von Methuselah 300 Jahre mit Gott und hatte andere Söhne und Töchter. Also waren alle Tage von Henoch 360 Jahre. Henoch ging mit Gott, dann war er nicht mehr, weil Gott ihn mitnahm. Es ist ein entmutigendes Manuskript von 5 Bänden mit 108 Kapiteln. Für viele alte Christen war das Buch Henoch wesentlich, aber es wurde aus der christlichen Bibel verbannt. Wir wissen nicht, warum diese Literatur letztendlich aus dem Kanon ausgeschlossen wurde. Vielleicht ist es wegen einer Beschreibung des Falls des rebellischen Engels und die Wiederpaarung mit den Sterblichen? Das Buch Henoch beginnt mit einer Warnung an die ganze Menschheit, dass ein göttliches gefällt wurde und eine Strafe verhängt wird. Gott sagt Henoch, dass alles Leben auf der Erde zerstört wird, mit der Geschichte in einer heftigen Flut. Und wie es im Genesis steht, Gott tadelt dieses Übel auf die Söhne Gottes, Engel, die nach den Töchtern der Menschen gelüstet. Diese Engel werden manchmal als Wächter bezeichnet. Sie halten ständig Wache und sie entscheiden eines Tages, dass über 200 von ihnen absteigen zur Erde. Sie mochten sehr gerne Kontakt mit diesen sterblichen Frauen haben. Das Buch Henoch könnte eine Verbindung gewesen sein, den Versuch zu erweitern, von denen die mysteriösen Riesen, die Söhne Gottes und die Töchter der Erde gesprochen wurde, auch in Genesis. Jedes Mal, wenn man das Buch Genesis liest, gibt es viele unbeantwortete Fragen. Plötzlich gibt es dieses kurze Vers am Anfang der Flutgeschichte über Riesen im Land, die von den Söhnen Gottes kommen, die sich mit den Töchtern der Erde mischen. Und du denkst, Moment mal, was soll das denn? Es ist, als ob es zu schnell vergangen ist und du willst es begreifen. Das Buch Henoch bietet eine beunruhigende Version der gefallenen Engel, die nach irdischen Frauen gelüstet haben. Diese Engel haben diese Grenze überschritten, die sie nicht durften. Sie waren geistige Wesen und sie sollten es bleiben lassen. Als sie beschlossen, auf die Erde herabzusteigen, hat dies nicht nur alle möglichen Probleme auf der Erde entfesselt. Diese Riesen, die blutrünstig und gewalttätig sind, aber auch diese Engel, die die Menschheit eine Vielzahl von verbotenen Mist lehrten. Doch das Buch von Henoch wurde bis Mitte des Jahrhunderts einen Platz im christlichen Kanon verweigert. Das Buch Henoch wurde von Interesse im 20. Jahrhundert angenommen, denn es war für die ganz frühen Christen von Interesse. Große Teile des Buches Henoch wurden unter der wesentlichen Literatur gefunden, wie im Fall dem Koran, als Teil der Schriftrollen vom Toten Meer, die versteckt waren. Es gab Riesen damals auf der Erde. Seit den späten 1800er Jahren gab es unzählige Zeitungsartikel, in denen über die Entdeckung von riesigen menschlichen Überresten auf der ganzen Welt berichteten. Es wurden 18 seltsame Skelette in der High School von Wisconsin in Zen gefunden. Antonio, Texas, wurden riesige Knochen gefunden. In New York sowie ähnliche Entdeckungen in Austria, Texas, Los Angeles, Boston und die Liste geht weiter.
So wie Sie im Buch vom Henoch sehen können, Gott hat die Wächter hierher geschickt, die schließlich zu den gefallenen Engeln wurden. Er sandte sie, um die Bäume zu fällen, weil die Erde überschwemmt werden sollte. So nahmen die heiligen Engel, die Wächter, die auf die Erde herabstiegen, angekommen waren und die Bäume abholzten, weil Gott die Erde überfluten würde. Sie auch nach den irdischen Frauen zu begehren, und sie begannen, sich mit ihnen zu paaren, und ihre Nachkommen paarten sich mit den irdischen Frauen und verursachte das, was ihr Riesen nennt, die Nephilim. Und die Leute graben sie aus. Seit wir im 19. Jahrhundert mit dem Bau von Straßen begannen und Ausgrabungen begonnen haben, genau wie das Buch der Offenbarung sagt, wird Gott die Riesen hier als Gefangene halten und bis zum Ende der Zeit, bis er die Welt zurückbringt. Seid ihr bereit, meine Brüder? Könnt ihr es schon schmecken? Hier kommt der Donner. Vorwärts und abwärts! Leute, was geht ab? Was ist los? Seltsame Geräusche sind in der ganzen Welt zu hören, wie in Schweden. Das klingt sicher wie eine Trompete. In Michigan ein weiteres trompetenartiges Geräusch. Es ist schön, wieder hier zu sein. Das US-Militär hat gerade vor einigen Jahren gegen die in der Höhle in Afghanistan versteckten Nephilim gekämpft. Du solltest besser aufwachen. Ihr habt keine Ahnung, was kommt. Du glaubst zu wissen, was ist real. Alles Reale ist Fake. Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bette. Und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab. Der rief überlaut und sprach: Haut den Baum um und behaut ihm die Äste und streibt ihm das Laub ab und zerstreut seine Früchte, dass die Tiere, so unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliegen. Doch lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde stehen. Er aber soll in den eisernen und erhellenden Ketten auf dem Felde, im Grase und unter dem... Okay, hier haben wir die Beschreibung aus den Schriftrollen vom Toten Meer, die Rollenversion. Hier steht im Toten Meer-Text mit dem Titel Das Buch der Riesen. Die Nephilim, Söhne des gefallenen Engels, Shinyasa, namens Aya und Oya, erleben in Traumversionen, in denen sie einen Weltgarten besuchen und sie sehen, wie 200 Bäume von den himmlischen Engeln gefällt werden.
Ohne den Zweck dieser Allegorie zu verstehen, legten sie das Thema dem Rat der Nephilim vor, der einen aus ihrer Mitte, Mahawai, ernennt, in ihren Namen zu gehen, um mit Henoch zu beraten, der jetzt in einem irdischen Paradies lebt. Dazu Mahawai dann. Erhob er sich in die Lüfte wie die Wirbelwinde und flog mit Hilfe seiner Hände wie geflügelter Adler über die kultivierten Ländereien, und sie bevölkerten Einsamkeit, die große Wüste. Und er erblickte Henoch und rief ihm. Okay, also verstehst du das jetzt? Lass uns zurück zum Buch Henoch gehen. Und genau hier heißt es: Und es geschah, dass sich in der Vergangenheit Menschenkinder vermehrt hatten, dass ihnen in jenen Tagen schöne und anmutige Töchter geboren wurden, und die Engel die Kinder des Himmels sahen und begehrten sie. Und die Engel sprachen zueinander: Komm, lass uns aus den Menschenkindern uns Frauen aussuchen und uns Kinder zeugen. Also kommen sie alle zusammen auf diesen Berg, und wie du hier sehen kannst. Dann schwören sie alle zusammen und verbanden sich durch gegenseitige Vorstellungen damit. Und das waren alle 200, die in den Tagen Jareds auf dem Gipfel des Berges Hermon herabstiegen und den Berg Hermon nannten. Okay, gehen wir jetzt zurück zum Toten Meerbuch und schauen nochmal nach. In Ordnung? Wie Sie hier sehen, erklärt Henoch, dass die 200 Bäume die 200 Wächter repräsentieren. Die 200 Wächter, erinnere dich? Warum ursprünglich Engel? Sie waren 200 gefallene Engel. Sie sollten über die irdischen Wesen wachen, aber sie beschlossen zu kommen und sich mit den irdischen Frauen zu paaren, die man Nephilim nannte. Während das Fällen ihrer Stämme ihre Zerstörung in der kommenden Feuersbrunst und Sintflut bedeutete. Das bedeutet, dass die Flut kommt, deshalb wurden diese Engel heruntergesandt, um die Bäume zu fällen, okay? Und genau wie ich es hier in Henoch 66,2 gezeigt habe, dass Gott die Engel geschickt hat, um an den Bäumen zu arbeiten. Also wieso denken Sie jetzt daran, dass es 200 Bäume für die 200 Engel gab, aber ich habe nur weniger diese Bäume gefunden? Okay, jetzt wie Sie hier sehen können, aus den Schriftrollen vom Toten Meer, aus dem Buch Henoch und von Daniel aus der heiligen Bibel haben die Riesen die Bäume nicht gefällt. Gott sandte Engel hierher, um die Bäume zu fällen, weil er bereit ist, die Erde zu überfluten. Und das Einzigste, was groß genug war, auf den Bäumen in den Himmel zu klettern, waren die Riesen gewesen. Gott wusste, was er tat, als er die Engel hierher schickte, um die Bäume zu fällen, bevor er die Erde überflutet. Das ist eine Antwort. Die Engel die Bäume fällten, genau wie es die Schrift sagt. In meinem letzten Video habe ich dir einen Meteoritenkrater in Arizona gezeigt, der angeblich 55.000 Jahre alt ist. Und ich habe dir gezeigt, wie der Krater noch immer da ist. Aber der große Meteorit, der dort gelandet ist, völlig verschwunden. Total weg. Ich habe auch anmerken lassen, wie Sie wissen, dass wenn Sie Google oder was auch immer Sie benutzen, nach Asteroiden suchen, sie sind alles CGIs, computergenerierte Bilder von einem Künstler. Also was mich immer wieder beschäftigt, war eine Schrift aus Genesis 7,11 und das 600. Lebensjahr Noahs im 2. Monat des 17. Tag des Monats. Am selben Tag wurden alle Quellen, die große Tiefe aufgebrochen und die Fenster des Himmels wurden geöffnet. Jetzt passt genau auf, er sagt, alle Fontänen der großen Tiefe brachen auf. Große Tiefe bedeutet,
dass die Tiefe der Ozeane aufgebrochen ist, bedeutet, dass Wasser nach oben steigt. Also wie auch immer, als ich auf die Suche ging, habe ich festgestellt, dass es auf der ganzen Welt angebliche Meteoritenkrater auf den verschiedensten Kontinenten gibt, die ungefähr die gleiche Größe haben, wie Sie hier auf diesen Bildern sehen können. Ich habe von jedem Kontinent ein Bild gemacht. Diese angeblichen Meteoritenkrater. Aber von all diesen Kratern ist nichts mehr von dem Meteor, der dort gelandet ist, und ich zitiere, dass angeblich dort Meteoriten landeten, aber dort nichts mehr übrig ist von dem Ding. Aber all diese Krater sind immer noch da, sodass ich sie mehr untersuchte, und ich erinnere mich bei der Erforschung der Geysire vor vielen, vielen Jahren. Nun hier ein paar Bilder von dem, wie Geysire aussehen. Aber die Bilder, die ich hier zeige, beschreiben, wie sie tatsächlich ausbrechen. Überprüfen Sie es. Kommen Ihnen diese Krater unterhalb dieser Geysire nicht bekannt vor? Schau genauer hin. Wirklich richtig nah schauen. Ich zeige dir diejenigen, die nicht mit Wasser spucken, in Ordnung? Jetzt lassen Sie uns die sogenannten Meteoritenkrater vergleichen mit den Geysirenkrater. Bereit? Es wird dich jetzt total umhauen. Schau dir das mal an. Wie hier zu sehen ist ein Austritt im Meteoritenkrater und ein Austritt im Geysir. Siehst du hier in der Mitte, wo der Geysir tatsächlich auftaucht? Man sieht es im Meteoritenkrater und im Geysir. Dort kommt Wasser auf die gleiche Weise hoch. Alles ist genau dort, wo der Wasserdruck nach oben kommt und verteilt alles nach außen. Und hier, wenn Sie rechts von dem Rand das Aussehen der Krater beachten und rechts neben dem Geysir, sie sind identisch geformt. Das ist der Wasserdruck, kein Meteorit, nein, es sind keine gefallenen Engel. Es sind keine alten Bäume, die hochgezogen wurden. Es sind einfach die ursprünglichen Geysire, die Gott geöffnet und die Erde überflutet hat. Jetzt merkt man hier in diesem Meteoritenkrater, wie die Erde um die nach oben gebogenen Rand den Kreis des Kraters gebildet hat. Hier ist ein Foto von einem Geysir, der kurz davor ist, um auszubrechen. Beachte, wie er den Rand des Loches um ihn herum nach oben drückt. Wenn wir in Genesis 7,11 gegen Ende der Schrift schauen, sagt es, dass alle Quellen von der großen Tiefe geöffnet wurden. Die Schrift sagt uns genau, was diese sind und was genau Gott tat, um die Erde zu überfluten. Und er sagte auch, dass die Pforten des Himmels geöffnet wurden, so dass wir auch wissen, dass es ein Firmament ist und es hat Fenster in ihm und überschwemmte auch von oben wie auch von unten. Nun, das ist, wo Sie Ihre innere Weisheit haben sollten, nicht das, was die Wissenschaft sagt. Das sind sogenannte Meteoritenkrater, okay? Aber es gibt keine Meteore und auf keiner ganzen Welt. Es gibt keine Meteore, die nirgendwo in der Nähe oder im Krater selbst gefunden wurden. Aber diese Krater sind identisch zu den Geysirkratern. Das liegt daran, dass die sogenannten Meteorkratern die riesige Krater sind, die aus der Tiefe sich öffneten und die Erde überfluteten. Die Bibel ist echt, sie ist sehr genau und die Flut von Noah ist passiert. Und ich habe dir gerade gezeigt, wie es passiert ist. Und das Lustige daran ist, dass sie es dir sogar im 2014 gezeigt haben, im Film Noah.